dirty pig. No, surely you mean a sweet glue. Well, all right. I've got a bottle of dark distress here. You want to buy it? Meinetwegen. 5 gold coins, please. There you are. As always, if you stand around for a while, you'll find out that it turns to vinegar all on its own. Myself, I am patience personified. But what about Hurt, the landlord? Hier ist haben wir jetzt eine Aufgabe. An sich gar nichts. Haben wir jetzt noch was dazu bekommen? Nee, Potions. Ach doch. Okay, gut. Jo. Hier haben wir es also auch erledigt. Jetzt gehen wir mal zu diesem Typen da zurück. Wo auch immer der nochmal war. Hier sind die Kinder, also war der hier nicht. War er doch etwas weiter nach hinten? Nee, auch nicht. Hier ist wieder dieser Typ wieder. Nein, hier auch. Wo war denn diese Bar? Bin ich jetzt richtig blöd und das Buch habe ich immer noch nicht, weil ich die Frau immer noch nicht gefunden habe. Ah, da ist sie auch. Okay, ist dieses Buch jetzt zurück zur Bücherei bringen. Okay, gut, den bring ich mal schnell zurück. Okay, gut, wir haben es nicht mehr 11 Uhr morgens. So, Hallöchen, ich gehe mal in dein Zimmer und nimm ein bisschen Gold mit. Ist ja vollkommen okay. Okay, leer. Ah, Kind, lass mich durch. Surely everyone except me is there already. But I've got this stupid cold and my mother won't let me go out. Denn es ist besser, wenn du wirklich drinnen bleibst. Und jetzt lass mich mal vorbei. Lass mich doch. Dankeschön. Okay, Bücherei. Wo waren die nochmal? Haben wir die schon gesehen? Ich glaube nicht. So war hier die... Ich glaube, die Schule haben wir auch noch nicht gesehen. Nee, das war nicht die Bücherei. Hier gehen wir jetzt erstmal rein. So. Und geben ihm das Zeug. Very good. You've got the wine for me. Look, I'll give you some gold as a reward. Yay, Gold. Super cooles Gold. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir eigentlich schon? Oh, ups. Nein. So, 42%. Okay. Bücherei, wo bist du? Irgendwo hier muss Schloss sein. Hier haben wir einen Brunnen. Was ist hier? Achso, hier war das. Okay, gut. Kann ich mit der Glocke was machen? Okay, gut, das ist die Stadtglocke. Oder Dorfglocke. Ah, oh Gott, ich steck fest. Mit dem Boden kann ich jetzt... Nee. Okay. Wo ist die dumme Bücherei? Die muss doch hier irgendwo gefunden. Ja. Nein, du sollst mit diesen Typen da reden. Hello, Mel. I'm just counting my stock. Some of my volumes are still missing, and I've decided to reopen the Keeper of the Word only when every last one of my loaned books has been returned to me. Oh, good. Here at last are Mrs. Sengan's books. If that's so, then I can finally open the library again. Okay, jetzt kann er halt wieder seine Bücherei öffnen. Was er vorher nicht konnte, weil er sein Buch nicht hatte. Ich glaube, ich werde es mal schnell durchgehen, weil ich glaube, dafür bekommt man nämlich Erfahrungspunkte.
Genau. Aber ich glaube, das bekommt man jetzt hier nicht überall. Ich kann ja mal kurz hier. Ich glaube, das ist wohl dasselbe, oder? Nee, das ist was anderes. Okay, gut. Doch, doch, bekommt überall noch zusätzliche Erfahrungspunkte. Okay, gut. Dann lohnt es sich doch mal jedes Bücherregal hier anzuquatschen. Und hier ein bisschen was zu lesen. Okay, jetzt nicht mehr. Geht das jetzt nur zweimal oder geht das nur bei den großen? Was auch irgendwie Schwachsinn wäre. Okay, dann scheint es auch nur zweimal zu gehen. Und hier drin haben wir auch nur ein leeres Buch. Ach, hier kann man was da einsammeln, genau. Genau, ein Blatt von irgendwas. So, dann gehen wir hier wieder raus und es ist immer noch so spät. Okay, das haben wir jetzt eigentlich noch alles. Wir haben ein Blatt, was kann ich mit dem Blatt machen? Noch gar nichts, okay, gut. Ach, hier haben wir die, wow, hier haben wir die Schule. Und ein Lehrer, ich rede erst mal mit dem Lehrer hier. Melvin, you're my last hope. Okay. I was just going to take the whole class on a trip to collect and study the local herbs in the forest. But since the forest around Dreamer Town is no longer safe, I'll have to hold my lessons here in the village. But my herb collection is incomplete. Could you fetch me some shade fern leaves? The shade ferns. You've brought it with you. Now at last I can begin my lesson. Here, take a little chalk for it. Take care to keep it dry in your backpack. Sometimes chalk is... I have written a very significant book about the history of the Dreamers and the Steamers. I consider it extremely important that people should know the past of their own race. And my books are also as exciting as crime thrillers. Would you like to have a summary of it? Ja. Many centuries ago, something really terrifying must have happened on Gothos. Today, no one knows anymore what it was exactly, but many old books suggest something quite terrible. Clearly, the ancient peoples of Gothos only managed to save our world from the ominous threat of destruction by joining forces in a huge war effort. But discord soon broke out among the survivors of the battle. What was the cause of the catastrophe, and what could be done to avoid it in the future? There were rumors of treachery, but who had betrayed whom? Finally, the people split into two camps. Those who saw a solution to all problems in the power of magic became the Dreamers and founded our city, while those who wished to rely solely on their great knowledge in the use of mechanics, technology, and machines became the Steamers. From that day on, the two peoples went their entirely separate ways. Und jetzt nochmal kurz ach man, um nochmal kurz auf Sonne und Mond zurückzukehren. Es gibt ja, sag jetzt mal, zwei Pokémon, die ich interessant finde. Es sind eigentlich alte Pokémon, nämlich Vulpix, Winona, Sandan und Sandama. Well, the Moment. truth is that I'm doing a detention. Unfair, isn't it? Anyway, it gives me the chance to learn a lot. Shall I tell you what I've just found out? Steamers and Dreamers cannot live together in one place. If only because all their interests and customs differ so completely. For example, no Dreamer can stand the terrible racket Steamers make with their loud voices. Steamers are used to speaking very loudly due to the constant machine noise. Anyway, there's the old traditional rule that forbids us to live with them. Bei Sonne und Mond haben die 4 ja eine neue Form. Und zwar sind sie ja jetzt Sandan und Sandama sind
ich glaube Eis, Stahl und Vulpix und Nona sind nur Eis. Und das finde ich auch interessant, dass sie halt in einem verschiedenen Gebiet halt immer ihre Typen wechseln. Und ich glaube, es sind auch noch andere mit dabei, die sowas können. Ja, wie gesagt, dieses neue Kokobei ist einfach nur ekelhaft hässlich. Was bist denn du hier? Hey, you people! Come over here and listen carefully. I've come to warn you. Okay, du wirst mich warnen. Was habe ich getan? Warn us? About what? Das frage ich mich auch. It came over us last night. At first, it was just a slight tremor, but then it became a violent earthquake. It could have reduced a whole mountain range to rubble. Hordes of terrible creatures suddenly emerged from the depths of the earth and destroyed whole sections of Steamer Town. 5 of us were actually killed. We should never have let Furna's child into our house. Come on, let's throw him out now. Well, yes, that could be a cause. Perhaps it's the wrath of the gods, or perhaps it is the powers of the underworld wanting to destroy us. Who knows? Well then, Melvin, I think it's finally time for you to leave us. But I haven't done anything wrong. Why me? I've never been to Steamer Town. Shut your mouth, you little steamer. We'd be better off without you anyhow. Now stop exaggerating. What am I actually accused of? I'm innocent. What do you all want from him? He's innocent. You can't just throw him out. Be quiet, Carissa. If we say he's guilty, then... Please, everyone, calm down and just think for a moment what you're asking. Only the High Council of the city is authorized to issue judgments. We won't be able to pass judgment on this matter before morning, but it will at least be a just one. Therefore, young Melvin, you should go to your uncle's house and stay there until then. This time you were lucky, Melvin. But next time... Wow. Melvin, please come here. I wish to speak to you. I am truly sorry, but look. People who are different from all others often have difficulties being accepted by the majority. You had better go to your uncle and await our decision. And try not to worry, Melvin. Have faith in justice. I shall follow your advice, High Council. All right, Melvin. Just don't give up hope. Das werde ich schon nicht machen. Okay, die wollen uns loswerden, da wir aus einer... weil wir von woanders herkommen. Oh Mann. Das ist irgendwie schon fies, ja doch, einfach mal... ja, dass sie uns einfach wieder raushaben wollen. Okay, gut. Wir sollen mit unserem Onkel reden, aber wir haben ja noch etliche... ja, okay, 3 Aufgaben übrig. Okay, gut, ich brauche irgendwie noch einen weiteren Schlüssel, um an die Ratte ranzukommen. Vielleicht ist sie irgendwie bei dem Onkel mit drin, vielleicht hat der die ja oder so, keine Ahnung, deswegen reden wir mal mit denen. Ja. Muss ich kurz überlegen, wo das war. Gott, wo war der? Wo warst du, Onkel? Geh weg, Baum.
Wo warst du denn? What are you still doing here? Get out of here. You only bring bad luck. Ja, mach schon irgendwann. Mann, ich bringe nicht nur Unglück. Was war die nochmal? Achso, die Frau. So, hier irgendwo muss ja unser Onkel gewesen sein. Nee, hier ist die Bücherei. Certainly I've got a problem. So, du bist der Rattentyp, genau. Kann ich das nicht irgendwie einfach aufbrechen oder so? Ne, geht nicht. Okay. So, hier haben wir das Hotel oder so. Geh doch da weg. So. Wo war jetzt unser Onkel? Das Haus von unserem Onkel muss ja irgendwo gewesen sein. Ach Gott, ich habe wieder so einen schlechten Orientierungssinn. Nein! Ne, das war hier. Ach Gott, wo ist denn der Onkel? Ach, da ist er. There's a notice on the door. Melvin, as I no longer wanted to wait for you, I have gone ahead into... Okay, gut. Wie gehe ich hier irgendwie mal raus? Oder kann ich irgendwie die Zeit vorspulen oder sowas? The city gate is locked. Why don't you do what you're told? Go to your uncle's and stay there. Are you deaf or what? Didn't you hear the High Council's order? Go to your uncle's house and stay there! Okay. Gut, dann gehe ich halt dahin. Ich würde sagen, ich mache gleich mal einen kurzen Cut. Wer bist denn du? Ja, um zu gucken, ob alles funktioniert hat. Bist du unser Onkel? Du kommst irgendwie in die Richtung hier? Nee, doch nicht. Wer bist denn du? If I remember right. Okay, du bist irgendein Typ. Na gut, dann mach ich jetzt auch erstmal einen Cut und bis gleich. Aber vorher werde ich jetzt mal speichern. Okay, ja, wie gesagt, bis gleich. Ciao.